Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. In diesem Video geht es um Sushi. Und zwar einmal um klassisches Maki und um California Roll. Achso, und Räder habe ich auch dabei. Und zwar einmal das Sushi Maki 3.0, die neueste Version der Sushi Bikes und auch das California Roll 3.0. Das muss ich aber erstmal auspacken. Immer wenn ich Sushi irgendwo sehe, denke ich an Yoko. Nicht an diesen Yoko, obwohl vielleicht auch, sondern hauptsächlich an diesen Yoko. Denn der ist Mitgründer von Sushi Bikes. Hinter der Idee steckt allerdings jemand anders, und zwar Andi Weinzerl, seines Zeichens multipler Gründer und Fahrradliebhabersohn, der entsetzt war, der Legende nach, nachdem sein Vater sich das erste E-Bike gekauft hatte. Bis er es selber gefahren ist und dann war er plötzlich begeistert. Übrigens eine Geschichte, die sich wahrscheinlich schon millionenfach wiederholt hat. Auf jeden Fall gibt ihm dieses Schlüsselerlebnis die Idee für das Sushi-Bike. Ein einfaches, erschwingliches E-Bike sollte es werden. Und nach nur einem Jahr war der Online-Shop da und das erste Sushi stand zum Verkauf. Und jetzt? 2024 gibt es schon die dritte Version der Sushi Bikes und zwei verschiedene Modelle. Und die gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Durch den prominenten Mitgründer waren Sushi Bikes von Anfang an beliebt und bekannt. Allerdings war ich und auch viele andere damals skeptisch, denn die Räder waren schon außergewöhnlich einfach und die Erfahrungsberichte und Tests eher mau. Ich bin allerdings nie eines gefahren, muss ich dazu sagen. Das ändert sich jetzt aber, denn mit der Version 3.0 haben Sushi Bikes einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das grundlegende Design der Bikes hat sich allerdings in den letzten Jahren nicht geändert. Das U-Modell, das Maki, kommt mit so einem reduzierten Fixed Gear Style bzw. in so einer alten Rennradoptik mit schlanken, schmalen Rohren und insgesamt sehr gefällig und einfach gezeichnet. Es gibt es in zwei verschiedenen Farben und in drei verschiedenen Rahmengrößen, um FahrerInnengrößen bis zu 2 Meter abzudecken. Wenn ihr die kleinste Rahmengröße nehmt, solltet ihr aber mindestens eine Innenbeinlänge von 76 cm haben, was in etwa einer Person mit 1,65 Meter Größe entspricht. Und dann gibt es ja noch ein zweites Modell, das California Roll. Und das ist so eine komplette Abkehr von diesem Fixed Gear Style des Maki. Das Sushi California Roll ist für Menschen zwischen 1,55 Meter und 1,80 Meter geeignet. Gibt es in dieser einen Rahmengröße, aber dafür in 3 verschiedenen Farben. Das California Roll sieht eher aus wie ein klassisches Tiefeinsteigerfahrrad. Die Gabel und auch der Hinterbau sind gleich wie das Maki, aber das ganze Fahrrad bekommt eine ganz andere Optik und hat auch eine ganz andere Sitzposition. Wir haben hier einen breiteren Sattel, der Sattel ist auch deutlich niedriger als der Lenker. Der Lenker ist so nach hinten geschwungen und nochmal eine ganze Ecke nach oben gerichtet mit dem Vorbau und somit sollte man hier eine deutlich aufrechtere Sitzposition haben und eignet sich somit für Leute, die halt etwas entspannter fahren wollen, als mit so einem Fixed Gear Style Bike. Was auch damit verdeutlicht wird, dass dieses Fahrrad automatisch mit Schutzblechen in Rahmenfarbe kommt und auch automatisch immer mit einem Fahrradständer. Es sind beides schöne Räder, unaufgeregtes, klassisches Design, schmale Rohre, reduzierte Logos und eine ansprechende Verarbeitung.
Technisch, also untenrum, sind beide Räder genau gleich. Beide Räder kommen hier mit diesen 40 mm tiefen Hochprofilfelgen, die aeromäßig natürlich ein bisschen unnötig sind und wahrscheinlich auch schwerer als flachere Felgen, aber dafür sehen sie irgendwie cool aus. Und gepaart wird das dann mit den 35 mm breiten Reifen, die mit Sushi-Branding kommen. Die sollen auch einen ganz guten Pannenschutz bieten. Was sie nicht bieten, ist allerdings ein Reflexstreifen. Deswegen haben wir hier die klassischen gelben Reflektoren in den Speichen. Aber wir werden nachher mal sehen, wie sich diese Reifen fahren lassen. Die Bedienung ist wirklich super einfach. Wir schalten das Rad an diesem Knopf hier an der Seite ein mit einem langen Druck. Und dann meldet es sich und checkt erstmal alles durch. Und dann sehen wir hier 3 verschiedene Anzeigen. Das untere ist der Akkuladestand, das mittlere ist die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde und das obere ist die Unterstützungsstufe. Derer gibt es 5, die sich hier mit einem Druck auf das Display durchschalten lassen. Ebenso können wir hier mit einem langen Druck obendrauf die Beleuchtung einschalten und unten können wir die Schiebehilfe einschalten. Sushi hat bei den 3.0 Modellen auch 2 wesentliche Änderungen vorgenommen. Das erste ist die Nutzung von hydraulischen Scheibenbremsen. Wenn ihr meinen Zweitkanal kennt, dann wisst ihr, dass ich der Nutzung von mechanischen Scheibenbremsen durchaus offen gegenüberstehe. Ich finde die nicht schlecht, aber um die muss man sich regelmäßig kümmern, die muss man regelmäßig nachstellen. Und das ist bei hydraulischen Scheibenbremsen einfach nicht der Fall. Die haben richtig guten Biss, da muss man sich nicht drum kümmern, bis die Bremsbeläge runter sind, weil sich die Belege auch immer verstellen, immer im richtigen Abstand zur Scheibe stehen. Und somit sind hydraulische Scheibenbremsen in einem Alltagsrad, um das man sich möglichst wenig kümmern möchte, definitiv das Allerbeste, was es gibt. Und gut ist auch, dass Sushi hier vorne auf eine 180 mm Scheibe geht. Das ist außergewöhnlich groß für ein Fahrrad in dieser Größe und in dieser Gewichtsklasse. Die zweite große Änderung ist die integrierte Beleuchtung. Sushi verpasst seinen Rädern jetzt Scheinwerfer und Rückleuchte, die direkt vom Hauptakku gespeist werden. Also vorbei die Tage, wo man irgendwie mit 2 weiteren Geräten hantieren musste, die laden musste und das nicht vergessen durfte, sondern dieser Scheinwerfer und diese Rückleuchte kann man immer anschalten, wenn auch der Hauptakku des Fahrrads geladen ist. Und diese Beleuchtung ist erstaunlich gut. Die Rückleuchte ist erstaunlich hell und auch der Scheinwerfer hat genug Wumms, um mal auf dem ein oder anderen unbeleuchteten Weg eine Runde zu drehen. Der Akku sitzt sowohl beim Mach-E als auch beim California Roll hier unten auf dem Unterrohr, womit er leicht zugänglich ist, um ihn einfach entnehmen zu können und in der Wohnung laden zu können. Das ist für ein Urban Bike längst nicht selbstverständlich. Dieser Akku ist natürlich verhältnismäßig klein, aber er hat einige coole Tricks auf Lager. Erstens nutzt Sushi eigene Schlüssel. Die kommen hier mit so einer Stanzung, wo das Sushi erst drin ist. Das ist eine niedliche kleine Idee. Und mit diesem Schlüssel lässt er sich dann natürlich auch abschließen und wenn man ihn öffnet, einfach entnehmen. Und dann befindet sich hier an diesem Akku auch noch eine USB-C Ladebuchse, sodass ihr diesen Akku auch als Powerbank nutzen könnt, falls euch unterwegs mal der Saft ausgeht. Also nicht vom Fahrrad dann natürlich, sondern vom Smartphone oder vom Notebook oder ähnlichem. Hier oben lässt er sich dann einfach laden und das geht natürlich entweder im ausgebauten Zustand, aber auch im eingebauten Zustand am Fahrrad. Solltet ihr das Glück haben, es da abzustellen, wo ihr es auch laden könnt. Und dann ist dieser Akku auch noch so gestaltet, dass er in jeden Flaschenhalter passt. Somit könnt ihr jedes Fahrrad zum Sushi-E-Bike Akkuträger-Fahrrad machen. Beziehungsweise, wenn ihr längere Touren fahren wollt, dann nehmt euch einfach einen zweiten Akku mit und steckt ihn hier in einen Flaschenhalter, den ihr hier an diesen Flaschenhalterösen beim Mach-E montieren könnt. Ja, es ist 2024 und ich freue mich immer noch über Flaschenhalterösen. Denn beim California Roll gibt es leider keine. Liegt auch so ein bisschen an der Rahmenform. Für unsere Bikes haben wir dann noch ein bisschen Zubehör bestellt. Auf der einen Seite für das Mach-E das passende Schutzblech-Set. Und das ist auch ziemlich cool, weil das kommt in der gleichen Farbe wie der Rahmen, beziehungsweise könnt ihr in der gleichen Farbe bestellen. Und matt schwarz, da fällt es jetzt nicht so auf, aber für das Mach-E in dieser Farbe würdet ihr halt auch Schutzbleche in dieser Farbe bekommen. Und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen zusätzlichen Style. Und hier für das California Roll haben wir den optionalen Gepäckträger bestellt, der das ganze Rad natürlich nochmal deutlich alltagstauglicher macht, wo ihr zum Beispiel auch einfach eine Packtasche hier an die Seite hängen könnt. Das Coole am Sushi-Design ist aber,
Es gibt im Grunde keine proprietären Teile an diesem Fahrrad. Ihr müsst nicht den Sushi-Gepäckträger nehmen und auch nicht die Sushi-Schutzbleche, sondern da passen auch 99% aller anderen 28 Zoll Schutzbleche dran. In der richtigen Breite. Und auch der Sattel lässt sich einfach austauschen. Die Lenkergriffe, der Lenker, der Vorbau, das sind alles Standardteile in Standardmaßen. Das Einzige, was proprietär ist, ist der Antrieb. Und selbst der noch nicht mal so richtig. Und den gucken wir uns jetzt an. Sushi-Bikes sind Pedelecs. Light Pedelecs, wenn man das nochmal weiter klassifizieren möchte. Und sie kommen hier mit einem Hecknabenmotor mit 200 Watt Leistung. Das ist weniger als bei den meisten anderen Pedelecs und bei den meisten anderen Elektromotoren für E-Bikes, aber sollte für den Anwendungszweck ausreichen. Die zweite Besonderheit ist, dass wir es hier mit einem Single-Speed-Antrieb zu tun haben. Wir haben hier vorne ein Kettenblatt mit 46 Zähnen, hinten ein Ritzel mit 18 Zähnen und dazwischen eine ziemlich dicke Kette, aber keine veränderbare Übersetzung. Das macht das Ganze natürlich im Alltag sehr, sehr einfach in der Bedienung, weil man sich um nichts kümmern muss, außer zu treten und ab und zu so zu bremsen, falls es mal notwendig sein sollte. Aber wie fährt sich jetzt dieser Antrieb mit den 200 Watt und wie gut ist diese Übersetzung abgestimmt? Das sehen wir jetzt mal im Fahreindruck. Zack, volle Power, los geht's. Und wie immer beginnen wir in einem solchen Fall mit dem Beschleunigungstest. Wir sind jetzt beide in der höchsten Unterstützung. Genau. Und wir sind im kleinsten Gang. Im einzigen. Im einzigen Gang. Deswegen wird das jetzt auch spannend. Genau. Wir legen los auf 3, 2, 1, los. Ah, okay, Lea hat einen kleinen Vorsprung. Nicht schlecht. Und zack, 25 km/h. Ich bin einfach stärker als du. Ja, also was ist erstmal aufgefallen? Natürlich muss man so ein gewisses Moment überwinden, um überhaupt erstmal in Fahrt zu kommen. Sobald man ein bisschen rollt, schiebt einen der Motor ganz gut nach vorne. Allerdings muss man schon ordentlich reindrücken in die Pedale, damit man gut vom Fleck kommt. Und das sind wir nicht gewöhnt. So, und am allerwichtigsten ist natürlich die Frage, wie gut geht es den Jerusalemsberg hoch? Und Beschleunigung. Und wir versuchen natürlich eine gewisse Power zu halten und dann mal sehen, wie schnell uns das Fahrrad den Berg hochbringt. Lea ist mal wieder schneller als ich. Und jetzt 22 km/h. 24, Jetzt würde ich 23, gerne schalten. 22 20 km/h, 19. Aber ich versuche die Kraft ein bisschen gleich zu halten. 17, mit 16 21. km/h. Ich habe jetzt eine angenehme Trittfrequenz 20. noch. Ich muss nicht zu viel Power aufs Pedal Ja, bringen. läuft. 17, 16 km/h bringen einen die 200 Watt des Motors hoch. Wie war's für dich? 20 war mein Minimum. Das lief gut. Du hast aber auch ganz schön Ja, ich reingependelt, habe oder? reingetreten, ich habe dazu getreten, das stimmt. Ja. Also Aber solche Steigungen sind trotzdem ganz gut machbar mit dem Rad. sind Ne? kein Problem, Ja. tatsächlich. Wenn man jetzt hier fährt, dann hört man auch den Motor so ein bisschen in seiner leisen Umgebung. Dann das spürt man so ein bisschen vibrieren. Ganz Man hört wenig, ihn ein ne? bisschen in der höchsten Unterstützung. Ich finde Aber das wirklich nur ganz, ganz leise, ja, ich finde es ein angenehmes Geräusch. finde ich auch. Man merkt, dass er da ist. Ja. Der Lenkwinkel ist verhältnismäßig steil, das Rad ist sehr agil und kann sehr schnell in die Kurve geschmissen werden. Aber auch freihändig fahren, wenn die Kamera nicht zufällig am Lenker hängen würde, auch freihändig fahren ist möglich. Aber der Motor gibt richtig schön Power hier. Hier ist auch eine leichte Steigung. So wie es gerade ist es für mich angenehm mit dem Treten, mit der Trittfrequenz. Ja, bei 25 km/h dürfte es so 75 bis 80 Umdrehungen pro Minute Ja, sein. 80 ist angenehm. Ich hätte es aber trotzdem gerne auch ein bisschen schneller. Ja, so geht's, ne? Also so finde ich schon echt gut. Man kann das hier ganz gut sehen. Meine Arme sind komplett durchgedrückt. Ich bin recht weit nach vorne gelehnt und sitze. Insgesamt würde ich das als relativ sportlich bezeichnen für meine Verhältnisse. Jetzt fahren wir hier so ein bisschen Offroad. The Graph. Okay, dann mal los, Lea. Zeig uns mal deine Gravel-Skills. Bisschen rutschig. Aber macht das ganz gut mit, oder? Ja, perfekt. Ich kann mir vorstellen, mit breiteren Reifen, die noch etwas mehr Komfort bieten, wäre das noch lustiger. Wuhu! Ja, geht. Hat's auch geschafft.
So, Lea ist hochgefahren, aber ich werde natürlich die Herausforderung annehmen und hier einmal den Anfahrtest machen. Anfahren am Berg mit dem Sushi Single Speed Bike und... Geht nicht, ne? Nee, keine Chance. Also bei so einer Steigung anfahren ist natürlich mit 48,18 keine Chance. Aber das muss das Rad auch nicht können. Man kann jetzt hier einfach drücken und dann fährt das Rad sich quasi selbst nach oben. 200 Watt reicht für vieles, dafür nicht. Aber wie bist du hochgekommen? Das ging, also ich habe auch ordentlich mit reingedrückt, Ja, aber so konnte ich eben die 20 km/h auch ganz gut halten. ja. Also das war kein Problem. Okay, ich denke also mal, so- problematisch ist es, wenn man bei 15 sich einen abastet. Okay, wenn man wirklich ganz langsam nur beschleunigen möchte und er so ein bisschen anrollt und dann den Motor machen Und lässt. jetzt, also optimal ist es eigentlich, wenn man an der Ampel oder so ein bisschen versucht auszubalancieren Genau. und schon so ein bisschen im Rollen ist. Und was auch lustig ist, der Motor braucht noch nicht mal irgendwie Druck auf dem Pedal, um zu funktionieren, sondern es reicht auch, in der Ebene zum Beispiel, wenn man einfach ein bisschen die Pedale bewegt. Und auch ohne Motor hat man natürlich so ein bisschen die Limitierung eines Single-Speed-Bikes. Aber der Motor hat keinen nennenswerten Widerstand, selbst wenn man ohne Akku jetzt oder ohne Motorunterstützung fährt. Und das ist halt besonders auch auffällig. Nur die höchste Unterstützungsstufe unterstützt auch bis 25 km/h. Die anderen Stufen hören in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen darunter auf. Also mir geht es direkt in die Arme, weil die halt durchgestreckt sind. Also es ist schon holprig, aber ich meine, für kurze Strecken lässt sich das machen. Ja. Ich würde jetzt nicht Paris-Roubaix damit fahren, aber Also irgendwann gewöhnt man sich, finde ich, gut an diese Unterstützung. ja, Auch dass es eben nicht sofort einsetzt, sondern erst nach kurzer Zeit. Aber auch diese Zeit lässt sich gut vorhersehen. Ich finde das angenehm. Und der Motor läuft auch nicht lange nach, wenn man aufhört zu treten. Und was mir jetzt halt auch gerade auffällt bei meinem Rad, das klappert ein es bisschen. klappert, ja. Meins klappert erstaunlicherweise gerade nicht. Nee, das könnte natürlich sein, weil ich selber die Schutzbleche dran gebaut habe. So, und dann beschleunigen wir mal 25 Sachen und bremsen an der üblichen Stelle. Gleich auf, ne? Wir beide sind etwa gleich auf geendet, obwohl ich deutlich schwerer bin als du. Mein Hinterrad ist ein bisschen angehoben beim Bremsen. Ist das bei dir auch passiert? Ja, es ist leicht zur Seite. Ja, Also das heißt ja, dass es angehoben ist, aber genau. es ist ein bisschen weggerutscht. Aber Nicht Bremsweg stark. insgesamt gute 5 Meter aus 25 km/h. Und das ist mit diesen schmalen Reifen auch akzeptabel, finde ich. Wirkte auch wirklich stabil. Also beim Bremsen. Beim hatte Bremsen ich, auch, ne? Ja, genau. Ja. Also ich hatte hier wirklich richtige Stabilität hier vorne drin. Ja, Und da hat auch nichts gewackelt oder so. Also das finde ich schon, war schon gut. sehr gut. Lea, wie gefällt dir das Sushi von der Fahrt her? Also das hat jetzt echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Fährt sich echt agil, um es mit deinen Worten zu sagen. Ja, es passt halt auch ganz gut. Ja. Es ist es fühlt sich wirklich an wie ein ganz normales Rad. Man merkt jetzt nicht wirklich das Gewicht zusätzlich durch den Motor und den Akku. Und das ist schon mal richtig gut. Ja. Und Gravelstrecke hat Spaß gemacht. Anfahren ist mit einem kleinen Trick auch relativ einfach inzwischen. Und deswegen, das hat mir schon echt gut gefallen. Ja. Ich habe nur ein kleines Manko. Na? Und das ist meine Sitzposition. Ja. Insgesamt bin ich positiv überrascht. Auch der Körper, der adaptiert irgendwann so der gleicht irgendwann die fehlende Schaltung aus. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ist mir auch aufgefallen. Ne, der Körper, der gewöhnt sich daran, dass es eben keine Schaltung gibt. Und jetzt auch auf Dauer fand ich die Schrittfrequenz auch deutlich angenehmer als noch ganz am Anfang des Tests. So geht es mir auch. Wenn ihr nicht permanent Schaltung fahrt, dann ist euch das auch egal. Wir wechseln jetzt nochmal zu Zukunftstillmann ins Studio und da fasse ich nochmal unsere Eindrücke der letzten Wochen zusammen und gebe ein Fazit. Es ist jetzt ein paar Wochen später und wir haben diese beiden Fahrräder im Alltag bewegt. Und hier kommt jetzt unser Fazit. Ihr findet natürlich wie immer eine komplette Betrachtung nach der Radl bei der Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Hier wollen wir jetzt aber mal auf ein paar Punkte eingehen, die uns besonders gut gefallen haben und ein paar Punkte, die uns weniger gut gefallen haben und dann mal sehen, für wen das Rad oder die Räder, muss man ja sagen, am besten geeignet sind. Und wir starten mal mit den 3 Punkten, die uns besonders gut gefallen haben. Und der erste Punkt ist die Produktion in Europa. Und damit ist nicht nur die Montage in Europa gemeint, sondern auch wesentliche Elemente wie der Rahmen, die Gabel und viele Komponenten kommen
aus Europa, werden in Europa hergestellt und das ganze Bike wird in Portugal dann final zusammengebaut. Einige Komponenten kommen natürlich aus China, weil sich das gerade in dem Preisrahmen gar nicht anders machen lässt, aber ein komplettes Bike zu dem Preis aus europäischer Produktion, das ist schon wirklich selten. Der zweite Punkt, der uns gut gefällt, ist die Auswahl der Teile und die gute Verarbeitung. Der Rahmen ist hier sauber gefertigt, gut und widerstandsfähig beschichtet, die Schweißnähte sehen gut aus, die interne Kabelführung, das ist ziemlich cool und das ganze Rad sieht insgesamt sehr sauber gemacht aus. Und die Auswahl der Komponenten ist ebenfalls gut. Sie haben einen wirklich guten Scheinwerfer und eine sehr helle Rückleuchte hier eingebaut. Und die Bremsen sind auch standfest. Und das dritte, was uns gut gefällt, ist das schlüssige Konzept. Sushi-Bikes sollen einfach in der Anwendung sein und lange halten. Und sie bekommen das dadurch hin, dass eben die Antriebsteile nicht irgendwo integriert sind, sondern außen angebaut sind und sich somit auch in 15, 20 Jahren noch durch andere Komponenten verhältnismäßig einfach tauschen ließen. Und die Räder fallen im Alltag auch nicht auf, sondern sie passen sehr gut in eine Umgebung mit normalen Fahrrädern, wenn man so will, rein. Allerdings, und da sind wir jetzt bei dem ersten der 3 Punkte, die uns nicht so gut gefallen haben, haben die Räder auch einen eingeschränkten Einsatzzweck. Hier bei dem Maki im Speziellen muss man halt sich die Schutzbleche dazu kaufen, müsste man sich einen Ständer dazu kaufen, wenn man ihn braucht, und einen Gepäckträger. Da ist das California Roll von Haus aus etwas besser ausgestattet und etwas alltagstauglicher. Und die größte Einschränkung ist wahrscheinlich der Single-Speed-Antrieb, denn irgendwo hapert es immer. Entweder beim Anfahren oder dann bei der Trittfrequenz, wenn man 25 km/h erreicht hat. Und hier ist das jetzt halt so, dass man bei 25 km/h etwa mit 75 Umdrehungen pro Minute tritt. Also da muss man halt einen gewissen Kompromiss eingehen. Und gerade dann, wenn ihr viele Steigungen habt, dann könnte das Rad etwas überfordert sein. Der zweite Punkt, der uns nicht so gut gefällt, ist der fehlende Komfort hier in der Standardausstattung. Das liegt auf der einen Seite, zumindest beim Maki, an dieser sehr sportlichen Sitzposition, auf der anderen Seite aber auch an den schmalen und verhältnismäßig harten Reifen. Denn gerade wenn man sich hier so drauf lehnt auf den Lenker, dann werden Schläge doch ziemlich stark durchgetragen. Und der dritte Punkt, der uns nicht so gut gefallen hat: diese Räder sind nicht ganz klapperfrei. Das kommt aber im Wesentlichen von den Schutzblechen. Denn wir haben das Gefühl, dass die nicht so hundertprozentig in diesen Rahmen reinpassen. Sie sitzen hier stark auf Spannung und rutschen dann auf Dauer teilweise hier weiter nach hinten raus. Diesen Effekt konnte ich ein bisschen mit so ein bisschen Tape hier um die Streben reduzieren. Wenn ihr aber auf das Color Match verzichten könnt, dann würde ich euch einfache Schutzbleche von SKS oder so empfehlen, die noch ein bisschen besser anpassbar sind und hier genauso reinpassen. Aber für wen sind diese Räder jetzt am besten geeignet? Wir würden die Sushi Bikes 3.0 empfehlen, wenn ihr ein günstiges E-Bike für euren Alltag sucht und keine besonderen Ansprüche an die Transportkapazität zum Beispiel stellt. Denn das sind ganz normale Alltagsräder, die halt sich sportlich fahren lassen, die flott sind und die sich auch super eben für den Weg zur Arbeit eignen, für den Weg in die Uni oder Schule etc. Und wenn ihr dann auch nicht auf diesen Strecken euch allzu sehr anstrengen oder irgendwo durchgeschwitzt ankommen wollt. Denn der Motor ist erstaunlich kräftig und bringt euch auch kleinere Steigungen gut hoch. Für Gegenden mit knackigen Steigungen oder längeren Anstiegen würden wir die Sushi Bikes allerdings nicht so sehr empfehlen. Da fehlt dann doch am Ende die Schaltung, die verstellbare Übersetzung. Denn mit diesem Single-Speed-Antrieb, daran muss man sich auf jeden Fall gewöhnen und muss den Bewegungsapparat erstmal drauf einstellen. Aber dann fährt sich das Sushi-Bike wirklich entspannt, gerade dann, wenn ihr in einer eher flacheren Gegend wohnt. Ich würde mir allerdings wünschen, dass es das California Roll auch noch in anderen Rahmengrößen gibt. Also ich passe selbst erstaunlich gut auf dieses Fahrrad, da fehlen nur ein paar Zentimeter. Ich finde aber, das California Roll ist das insgesamt alltagstauglichere Rad und hat auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, dadurch, dass hier schon Schutzbleche und der Ständer gleich mit dabei sind. Also 2024 ein Sushi Bike 3.0 kaufen. Es ist definitiv einen genaueren Blick wert, wenn ihr ein Bike aus dieser Kategorie sucht und mit den genannten Kompromissen klarkommt. Jetzt sagt doch mal eure Gefühle und Gedanken zu den Sushi Bikes 3.0 in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.